What's up everyone, we're here in my backyard, in front of my penthouse, in front of my garage. Scherz beiseite. Mein Name ist Viktor Mironov, aka VSC. In diesem Video verrate ich euch die wichtigsten Ratschläge und Strategien, wie man ein Studium unter Mindeststudienzeit abschließen kann. Bevor ich auf den Inhalt des Videos eingehe, erzähle ich kurz, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ich diesen Leitfaden geben soll. Für alle jene, die mich nicht kennen: Ich bin geboren und aufgewachsen in der Ukraine. Als ich im Oktober 2013 nach Österreich gekommen bin, habe ich Deutsch nicht verstehen können. Ich habe erst begonnen, im August 2013 die Sprache zu lernen. Ich habe natürlich sehr viel Zeit dabei verbracht, mein Deutsch zu perfektionieren. Im Herbst 2014 habe ich mit dem Diplomstudium Rechtswissenschaften begonnen. Ich habe mir sehr schwer getan, überhaupt sich mit Begrifflichkeiten und mit dem Stoff auszukennen am Anfang des Studiums. Ich habe im Jänner 2017 den zweiten Diplomstudienabschnitt abgeschlossen und wäre somit in einem Semester fertig. Aktuell befinde ich mich im dritten Abschnitt. Ich habe im Sommersemester 2017 allerdings das Studium zurückgestellt, um eine Geschäftsidee umzusetzen. Ich wäre aber unter diesen Umständen unter Mindeststudienzeit fertig, das heißt in 7 Semestern. Es haben noch im Laufe des Studiums sehr viele Kollegen und Kolleginnen gefragt, wie ich so schnell im Studium unterwegs war. Und wie Gary Vee sagt, bin ich sozusagen dran, diesen Value euch weiterzugeben. Es betrifft nicht nur Just-Studierende, sondern kann auch generell auf Ausbildung angewendet werden, egal welcher Art. Das Ziel ist natürlich, dass ihr dann das Studium mit 23 oder 24 abschließen könnt und eure Karriere in der jeweiligen Branche einschlagen könnt, so früh wie möglich. An dieser Stelle wünsche ich euch natürlich viel Erfolg. Und wir gehen es an. Der erste und der wichtigste Tipp, der sehr oft übersehen wird, ist Verständnis. Tai Lopez sagt, it's all about knowledge. Das Wissen ist das, was uns produktiver macht. Es hat weniger Erfolg heutzutage, der nicht fleißiger arbeitet bzw. lernt, sondern der das gescheiter macht, ja, smarter. Aus diesem Grund empfehle ich euch, egal in welchen Studienrichtungen, Dinge einmal ganz einfach versuchen zu verstehen. Genauso wie 2 plus 2 ist 4. Dasselbe gilt vor allem für solche Studienrichtungen wie Rechtswissenschaften oder Betriebswirtschaftslehre. Man muss überhaupt, um Dinge wiedergeben zu können, sie verstehen können und Zusammenhänge sozusagen ableiten können. In diesem Zusammenhang muss man sich immer ständig Notizen machen, man muss sich immer notieren und Fragen aufschreiben, die man dann später mit dem Professor oder mit Studienkollegen besprechen kann. Nur so kommt man natürlich viel schneller weiter. Man soll Unklarheiten hinterfragen. Ich empfehle euch aus diesem Grund, einen Kalender zu führen, entweder digital oder in Papierform. Das wird euch natürlich helfen, einfach die wichtigsten Punkte ständig zu recherchieren, zu studieren und somit die Fragen und den Stoff besser durchzunehmen. Die nächsten Strategien betreffen Prüfungsvorbereitung. Egal welche Art von Erfolg, es gibt eine ganz einfache Formel und die lautet Ziel, Plan, Tun. Das heißt, man muss sich ein Ziel setzen, dafür einen Plan ausarbeiten und nach diesem Plan dann einfach vorgehen, um dieses Ziel zu erreichen. Ich habe mir am Anfang des Studiums vorgenommen,
das ganze Diplomstudium nur in 4 Jahren abzuschließen. Also ich wäre eigentlich nicht davon ausgegangen, dass es überhaupt sich in 3,5 Jahren ausgeht. Am Anfang des Studiums habe ich mir so eine Zeitstrahl erstellt von den jeweiligen Semestern, wo ich gewisse Lehrveranstaltungen bzw. Prüfungen ablege. Das wäre sozusagen der Plan. Um diesen Plan besser verstehen zu können, muss man sich auch merken, wie schnell man wirklich tatsächlich vorankommen kann. Das heißt, ihr sollt euch einmal merken, wie viele Seiten pro Tag aus dem jeweiligen Stoff ihr euch merken könnt, an dem Tag lesen könnt, damit ihr wirklich den Stoff auch einem Außerstehenden wiedergeben könnt bzw. erklären könnt. Ich empfehle euch sehr, sich zu Lerngruppen zu schließen. Ich habe wirklich diesen Fehler gemacht, dass ich ständig alleine gelernt habe, beziehungsweise alleine Stoff durchgemacht habe. Es ist viel besser, wenn man sich mit anderen Menschen austauscht, was man vielleicht am Anfang nicht kapiert hat. Was speziell Prüfungsvorbereitung angeht, vor allem in so einem schwierigen und intensiven Studium wie JUS, man soll seinen Prüfer besser kennenlernen, nicht nur als Professor, nicht nur seine Forschungsgebiete, sondern als Menschen. Worauf legt der Wert persönlich? Es gibt Prüfer, wo man wirklich überzeugend wirken soll. Bei den anderen kann es belästigend vorkommen. Ihr sollt seinen Fragenkatalog studieren, damit er weiß, welche Fragen zum Beispiel am häufigsten vorkommen. Wahrscheinlich der wichtigste Tipp, den ich euch mitgeben darf, ist Einstellung. Ich glaube, das ist der Punkt, wo die meisten scheitern. Viele haben generell Angst vor einer nicht genügenden Note, vor einem Fetzen im Sammelzeugnis und haben schlicht Angst, zur Prüfung anzutreten. Das heißt, sie schieben Prüfungen ständig herum. Ihr sollt antreten, wenn ihr euch wirklich nach dem Plan einen Prüfungstermin vorgenommen habt. Und es gibt keine Ausreden. Eine Übung, die euch helfen kann, diese Angst zu überwinden, ist folgende. Man muss es einfach einmal erleben. Das heißt, ihr stellt euch vor, dass er beim Prüfer sitzt und er am Ende der Prüfung sagt, nicht genügend. Das gilt auch für schriftliche Prüfungen. Und denkt mal kurz darüber nach, was ist überhaupt passiert. Nichts Wesentliches. Es ist nur eine Prüfung, es ist nur eine Note. Es steht jetzt im Sammelzeugnis ein nicht genügend. Ist jemand gestorben? Ist jemand verletzt worden? Nein. Deshalb, falls ihr einmal bei der Prüfung durchgeflogen seid, tritt ihr einfach das zweite Mal an und schafft jetzt die Prüfung mit einem sehr gut. Das war's für dieses Video. Es wird sicherlich noch eine Fortsetzung geben. Falls es euch gefallen hat, lasst mich bitte wissen. Falls ihr allgemeine Fragen habt, die auch andere betreffen können, lasst es in Kommentar, entweder auf YouTube oder auf Facebook. Falls es natürlich nicht gefallen hat, freue ich mich über jegliche Kritik, damit wir uns verbessern können. Kritik ist das, was uns produktiver macht.